So, dann auch hier. Fahrausweis bitte. Er gehört zu mir. Er gehört zu mir. Ja, machen wir mal eine Ausnahme, ne? Ja, da darf man ja 4 Leute mit draufnehmen. Bitte schön. Wir haben nochmal Glück gehabt, ne? Boah. Aber Schatz, gerade ehrlich noch. Guck nochmal in Ruhe nach. Ich weiß nicht, wo ich das hingetan habe. Ist ja erlaubt, ich darf dich ja mit draufnehmen. Ja, wohin müssen Sie denn? Ich muss zum Afro-Shop. Niemals. Ja. Ehrlich? Wo sind Sie denn da? Ich war schon mal in Kamerun und ich wollte nochmal Mietbrei backen und ein paar Zutaten holen. Sie? Mietbrei? Ja. Woher haben Sie denn das Rezept? Das habe ich aus Kamerun von Freunden. Ach krass. Ja. Ich muss auch zum Afro-Shop, übrigens. Können Sie mich da so lange mitnehmen? Kommt der Herr jetzt auch mal nach Hause? Ja, genau. Ich war arbeiten. Arbeiten? Kein Mensch arbeitet so lange. Ja, wo ist mein Essen? Essen? Ja, ich komme von der Arbeit, ich will essen. Was stehst du auf? Ja, hallo? Was stehst du jetzt Du auf? kommst zu spät Kannst von du der dich wieder Arbeit, ja? hinsetzen? Nee, du kommst zu spät von der Arbeit und willst dann noch Essen vom Tisch Ja, hier haben, oder was? ist doch normal. Ha? Nicht strenge! Ja, die Afrikaner sind meistens unter sich und sprechen kein Deutsch. Und wenn ich zum Beispiel dann dabei bin, fühle ich mich ein bisschen als Außenseiter, weil ich ich verstehe die Sprache nicht, so wie die auch nicht meine Sprache unbedingt verstehen. Und wenn ihnen dann gewährt wird, Deutsch zu erlernen in Form einer Schule, lernen die dann Deutsch. Und mit welcher Aussicht, wissen die selber nicht. Wie geht es in Zukunft weiter? Kriege ich Asyl, wie lange kriege ich Asyl? Die haben ja dann meistens nur über einen kurzen Zeitraum Asyl, müssen die dann wieder neu beantragen. Ja, und dann scheitert es absolut an der Arbeitserlaubnis. Die lernen dann Deutsch, haben aber keine Arbeitserlaubnis. Und wo soll da Integration stattfinden? Ja, und dann bleibt für die nur 2 Möglichkeiten. Entweder eine deutsche Frau heiraten und über die Heirat an Papiere zu bekommen. Und was auch nicht leicht ist, da wird man heutzutage richtig durchgecheckt und Fragen gestellt, dass da auch keine Scheinehe vorhanden ist. Oder die zweite Möglichkeit, die einfachere Variante, ohne viel Fragerei vom Staat, wäre ein Kind zu bekommen. Und damit hätte er dann für 2 Jahre Visum, müsste dann aber auch nachweisen, dass er sich um das Kind kümmert. Und dann kriegt er wieder 2 Jahre Visum und irgendwann dann auch mal richtig Aufenthalt und kann mal zukunftsorientiert an seinem Leben arbeiten und in einen Beruf gehen, wenn er denn auch arbeiten kann. Meistens können die ja eher in unteren Stellen arbeiten, aufgrund der mangelnden Deutschkenntnisse.
Die Denkweise muss sich ebenfalls verändern, weil, wie gesagt, einige kommen hierhin, um Geld zu machen, um dann die Familie zu ernähren, aber oftmals mit den Gedanken gar nicht hier zu bleiben in Deutschland, sondern irgendwann wieder zurückzugehen in deren Heimatland. Und das kann es nicht sein, weil hier sind Kinder im Spiel. Man muss sich jetzt nicht nur um des Aufenthaltes willen Kinder zeugen, sondern man muss sich auch Gedanken machen, wie gehen die Kinder weiter. Man setzt ja nicht Kinder einfach so in die Welt, weil man spendet seinen Samen, man gibt sich selber weiter, und da sollte man dafür sorgen, dass die Kinder auch eine gescheitere Zukunft haben, dass der Vater und Mutter gegeben ist, dass wenigstens, wenn selbst Konflikte da sind, dass man dazu sieht oder dazu kommt, dass man die irgendwie ausblendet, weil ein Kind im Spiel ist, dass man sich um ein Kind kümmert, dass ein Kind weiß, okay, hier ist mein Vater und hier ist meine Mutter und die sorgen für mich und die lieben mich und die würden alles für mich tun. Wie seht ihr das? Eure Meinung, schreibt, postet, whatever, denkt drüber nach und gebt uns Infos. Oh,